Wie kann man online Geld verdienen ohne Spezialwissen und große Investitionen? Ein Kinderspiel. Heute erzähle ich Ihnen von einer profitablen Strategie für binäre Optionen, die Ihnen helfen wird, gutes Geld zu verdienen. Willkommen im Kanal Sophia Trade. Fangen wir an. Hallo meine lieben Freunde, in diesem Video erkläre ich euch eine Methode, mit der ihr im Jahr 2024 Geld verdienen könnt, die perfekt für Anfänger ist. Also, heute werden wir mit dem Handel mit binären Optionen Geld verdienen. Ich erkläre Ihnen eine einfache, fundamentale Strategie, die auch heute noch funktioniert. Sie ist immer relevant und leicht zu verstehen, auch wenn Sie nichts über binäre Optionen wissen. Wir alle sind unterschiedliche Menschen und können unterschiedliche Dinge gut. Aber es gibt vielseitige Werkzeuge, die von der großen Mehrzahl der Händler auf dem Markt verwendet werden. Und so selten es auch ist, diese Werkzeuge sind schon seit Jahrzeiten relevant. Deshalb sprechen wir heute über diese Geldverdienmethode. Für den Anfang müssen wir ein Konto auf einer Handelsplattform haben. Alle Links befinden sich in der Beschreibung, also klicken Sie darauf, melden Sie sich an und unsere erste Aufgabe besteht darin, eine Einzahlung vorzunehmen. Das ist ganz einfach. Wir klicken auf Finanzen, Einzahlung und wählen eine bequeme Zahlungsmethode, sei es Kryptowährung oder Bankkarte. Ich gebe den ersten Einzahlungsbetrag ein. Wenn Sie Ihren Betrag um 50% erhöhen wollen, werden Sie diesen erstaunlichen Promocode ein, der Ihnen plus 50% auf Ihre Einzahlung gibt. Auf diese Weise werden wir in der Lage sein, mit einem größeren Betrag zu handeln. Um diesen Promocode zu finden, wenn es nicht erst Ihre erste Einzahlung ist, schreiben Sie mir direkt. Ich werde ihn Ihnen schicken. Also, lasst uns anfangen. Zuerst eröffnen wir eine beliebige Finanzanlage, zum Beispiel diese hier. Es spielt keine Rolle, ob es sich um OTC-Währungsspare oder normale Handel spielt keine Rolle, ob es sich funktioniert mit allen Finanzwerten. Dann wählen wir den Kerzentyp der Grafik. Wir wählen einen beliebigen Zeitrahmen aus. Es kann 1 Minute oder 30 Minuten sein. Die einzige Besonderheit ist, dass Sie die Verfallszeit Ihres Geschäfts im Auge behalten müssen. Wenn der Zeitrahmen Ihrer Kerze 1 Minute beträgt, sollte auch die Verfallszeit dich 1 Minute betragen. Heute handeln wir mit horizontalen Ebenen. Da sind die Grundlagen der Grundlagen. Ich glaube, jeder sollte wissen, weil wie man horizontale Ebene verwendet, denn das ist genau das, worauf die gesamte technische Analyse beruht. Weniger komplizierte Worte, mehr Taten. Lassen Sie uns zunächst einen sehr einfachen und beliebten Indikator in die Grafik einfügen. Das ist die RSI-Indikator. Wir klicken nur einmal an, vergrößern ihn, machen ihn etwas dicker und das war's. Dieses Indikator wird uns beim heutigen Handel helfen. Lassen wir uns nun diesen Grafik analysieren. Was sehen wir hier? Also, wir öffnen die Grafik und schauen, es gibt eine wellenförmige Bewegung, es gibt keinen steigenden Trend auf dem Markt. Diese Situation passt perfekt zu uns. Wie kann man verstehen, dass es keinen steigenden Trend auf dem Markt gibt? Sehen Sie, der Markt bewegt sich in etwa gleichem Abstand nach oben und unten. Der Markt steigt nicht ständig so und er fehlt auch nicht ständig so. Der Markt befindet sich also sozusagen in einer Seitwärtsbewegung. Dann schauen wir uns den RSI-Indikator an. Was sehen wir hier? Am wichtigsten ist, dass wir feststellen, wann der Indikator über die 70er-Zone oder unter die 30er-Zone steigt. Hier sind die bunten die Grafik die Zonen berührt. Ich meine, der Oszillator berührt die Zonen. Wir gleichen diese Punkte einfach mit der Grafik ab. Hier sind sie. Sie sind die niedrigsten Punkte und hier sind die höchsten maximale aufeinanderfolgende hohe Werte sozusagen. Was ist an allen diesen Punkten, die 30er-Zone berühren, ähnlich? Sie ähneln sich daran, dass sie sich auf demselben Preisniveau befinden. Deshalb sehen wir hier eine Linie, die ein Niveau bestimmt. Wir können es noch einfacher machen, so wie wir es am Anfang gemacht haben. Wir ziehen einfach eine horizontale Linie und sorgen dafür, dass die Grafik mehrfach auf den Bereich der horizontalen Linie reagiert. So, was meine ich mit Reaktionen? Die Grafik bewegte sich eine Zeit lang abwärts
Dann kehrte sie sich um und begann sich aufwärts zu bewegen. Der Trend wechselte hier von fallend zu steigend. Wir markieren also genau solche Momente in der Grafik. Also lassen Sie mich. Wenn es zwei oder mehr solcher Umkehrmomente bei derselben Preisbewegung, demselben Preisniveau gibt, bedeutet das, dass es sich um ein horizontales Niveau handelt, das wir für den Handel nutzen können. Ich hoffe, es ist soweit alles klar und mit dem ersten Handel werde ich erklären, warum wir RSI brauchen. Also, wir haben diese Grafik gefunden. Lassen Sie uns ein Geschäft machen, um hier zu steigen. Der Betrag ist $150, die Verfallszeit ist 1 Minute. Lassen Sie uns nun eine Analyse durchführen, wie wir es normalerweise tun. Was sehen wir hier? Wir sehen ein bestimmtes Preisniveau und warum? Weil hier ein Punkt war, unter dem die Grafik nicht durchgehen konnte. Man kann also davon ausgehen, dass es eine Art Preisniveau gibt, das den Preis nicht weiter nach unten fallen lässt, sodass die Grafik von diesem Niveau nach oben abprallte. Dann kam der Kurs zum zweiten Mal auf dieses Niveau und reagierte zum zweiten Mal auf dieses Niveau. Dann wieder, der Kurs kommt wieder auf das Niveau zurück, ohne sich zu weit davon zu entfernen. Meine Prognose lautet, der Kurs wird noch einmal steigen. Denken Sie einfach darüber nach. Wenn die Grafik 2 oder 3 Mal von der horizontalen Ebene nach oben abprallt ist, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es ein drittes Mal nach oben abprallt? Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, aber nichtsdestotrotz, wenn man ausschließlich mit der Strategie handelt, werden etwa 65 oder 60% der Geschäfte profitabel sein, glaube ich. Was sagt uns der RSI-Indikator speziell, um die Effizienz dieser Strategie zu erhöhen? Ganz einfach. Also wir können immer wieder feststellen, dass der RSI nicht für eine Welle unter dem Niveau 30 oder über dem Niveau 70 bleibt. Es ist im Grunde ein Indikator, der uns die überkauften und überverkauften Bedingungen der Grafik anzeigt. Wenn sich die Indikator also in der Nähe der 30er-Zone befindet und die Grafik gleichzeitig in der Nähe eines wichtigen Niveaus liegt, können wir davon ausgehen, dass beide Faktoren eintreten werden. Der Indikator wird mindestens bis 50 zurückgehen, zum Beispiel, weil dies eine wichtige Zone ist und der RSI von dort aus wieder nach oben gehen kann. Und die Grafik wird in irgendeiner Form reagieren. Wir müssen diese Art von Bewegung auf dem Markt nicht vorhersagen. Wir brauchen nur, dass der Markt innerhalb einer Minute ein wenig von diesem Niveau abprallt. So wie es jetzt gerade passiert. Im Grunde genommen handeln wir mit kurzfristigen Bewegungen. Daher müssen wir zunächst alle Grafiken durchsehen, wichtige und mögliche Zonen prüfen, von denen aus der Grafik umkehren könnte. Wir können auch Benachrichtigungen für diese Zone aktivieren. Lassen Sie uns ein gutes Beispiel dafür finden. Hier haben wir zum Beispiel die horizontale Ebene hervorgehoben. Wir können hier auf das Glockensymbol klicken. Wenn der Markt also zu diesem Niveau zurückkehrt, erhalten wir eine Benachrichtigung, können das Währungsspar schnell öffnen und ein Geschäft für einen Anstieg abschließen, denn der RSI wird sich wahrscheinlich im überverkauften Zustand befinden. Die Grafik wird sich in einer wichtigen Zone befinden. Das ist das Prinzip, mit dem wir heute arbeiten werden. Also Leute, wir haben eine Benachrichtigung erhalten. Wir öffnen diesen finanziellen Vermögenswert und machen sofort Geschäfte zum Absenken. RSI ist auf dem Niveau von 61%. Ich warte natürlich darauf, dass er auf 70 steigt. Ich bin gespannt, was dieses Geschäft irgendwann wird. Übrigens erhalten wir eine weitere Benachrichtigung, aber wir haben derzeit $0 auf dem Konto und heute handeln wir sehr aggressiv. Mein Ziel ist es, Ihnen zu zeigen, wie man die Anlage ab nur $150 erhöhen kann. Natürlich ist es sehr riskant handeln, niemand ist vor fehlgeschlagenen Geschäfte sicher. Behalten Sie das im Hinterkopf. Also hier ist alles ziemlich einfach. Es gibt die gleiche horizontale Ebene, die eine Rolle des Widerstands spielt. Der Kurs ist mehrfach von diesem Niveau abgeprallt, also nehme ich an, dass die Grafik erneut von diesem Niveau abprallen wird. Übrigens ist die RSI der Grafik gefolgt und hat fast die Marke von 70 erreicht. Das ist ein schönes Signal. Ich bin froh, dass wir ein bisschen weiter gegangen sind.
Wie ich schon sagte, haben wir eine fast sofortige Reaktion von der horizontalen Ebene. Also, weiter geht's. Viel Spaß! Ich fand also eine weitere interessante Situation, als ich mir Grafiken ansah. Ich habe ein Geschäft eröffnet, um so vorzufallen. Der RSI liegt bei 70%. Ich denke, wenn der Preis für einige Zeit rückbleibt, wird der RSI definitiv die 70er-Zone erreichen. Aber das Wichtigste ist, dass dieses Niveau bereits durchbrochen wurde. Wir sehen, dass der Kurs mehrmals von dieser Marke abgeprallt ist und versucht hat, sie nach unten zu durchbrechen. Dann überwand die Grafik schließlich die Marke zu ihr zurück und testet sie jetzt erneut. Es gab bereits 2 Reaktionen, also ich denke, dass wir die dritte definitiv sehen sollten, 100%. Und hier ist sie. Sehr schön. Ich bin sehr zufrieden damit, wie sich der Markt bis jetzt entwickelt hat. Wie ich schon gesagt habe, wir handeln ohne Umfang. Daher wird mich nächster Deal bei $900. So, meine lieben Freunde, wir erleben eine sehr interessante Bewegung auf dieser Grafik. Ich warte darauf, dass der RSI den Preis mindestens auf das Niveau von 65 bis 70 erhöht. Dafür brauchen wir nur diese Art von Bewegung auf dem Markt und ein Comeback. Hier gibt es eine Widerstandsmarke. Ich warte darauf, dass der Markt stark ansteigt und wir werden einen Deal für den Fall machen. Das ist mein Plan. Insgesamt gibt es hier eine enge Handelsspanne mit dieser oberen Grenze und dieser lokalen unteren Grenze sozusagen. Hier sind auch, also sehen wir 1, 2, 3. Hier sind die 4 Reaktionen haben wir von dieser Grenze. Ich werde eine Benachrichtigung aktivieren, nur für den Fall, wenn der Markt fehlt, werden wir auch nach oben handeln. Ich denke, wir können jetzt ein Geschäft machen. Der Markt hat die erforderlichen aufeinanderfolgenden Höchstwerte erreicht und auch der RSI hat fast die Zone von 65 bis 70% erreicht. Technisch gesehen sollte dieser Handel sehr gut sein, obwohl wir hätten das Geschäft etwas höher eröffnen können, aber ich denke, eine Reaktion ist zu 100% zu erwarten. Also Leute, weitere Kommentare sind nicht nötig. Ich denke, es ist alles klar. 10 Sekunden sind noch übrig, bis wir unsere $1.728 bekommen. Das bedeutet, dass wir die anfängliche Einzahlungen nur 5 Geschäfte 10 Mal erhöht haben. Freunde, jeder von euch kann absolut das Gleiche tun. Und um es für Sie einfacher zu machen, ich mache heute eine Handelssitzung auf meinem kostenlosen Telegram-Kanal. Also um Geld zu verdienen, klicken Sie jetzt auf den Link im gepinnten Kommentar oder angehörten Kommentar, weiß ich nicht, in der Beschreibung und nehmen Sie an der kostenlosen Handelssitzung. Und ich sage nicht auf Wiedersehen, denn wir werden uns in meinem nächsten Video sehen.